Heute mit dem Rucksack die spektakulärste aller Wanderungen an der Amalfiküste und einer der schönsten in ganz Italien, dem Pfad der Götter, auf dem selbst Zeus schon gewandert sein soll. Die Highlights sind die immer wieder beeindruckenden Aussichten an der Steilküste entlang nach Sorrento, Salerno und final das wunderschöne Positano. Aber schauen wir uns die Strecke in der Übersicht an. Gestartet wird in Bomerano. Hier gibt es im Ortskern ausreichend Parkplätze, darüber hinaus geht auch ein Sita-Bus von Amalfi aus. Meist bergab kommt man nach viel Natur nach Nocelle und final die vielen hundert Treppen nach Positano herunter, wo die Wanderung endet. Am offiziellen Startpunkt der Wanderung, außerhalb von Bomerano, gibt es nur eine Handvoll Parkplätze. Wir hatten Glück und es war noch was frei. Es sind aber auch nur ca. 800 Meter vom Ortskern bis hier raus. Einen wunderschönen guten Morgen aus Italien, von der Amalfiküste und hier am Start vom Sentiero degli Dei. Wie immer lasse ich meinen Trecker mitlaufen und ihr habt die Möglichkeit, das Höhenprofil und den Streckenverlauf 1:1 mitzuverfolgen. Am Start der Tour nochmal ein Schild mit der Wegführung. Rechts oben im Bild die Ortschaft Bomerano, wo auch der Bus von Amalfi hält. Beim Vorbeigehen holen wir uns noch schnell den Segen für den Weg und werden freudig vom Hirtenhund verabschiedet. Was will man mehr? Die ersten Meter gehen auf gut befestigten breiten Wegen. Und weil das so gemütlich ist, hier erstmal die kompakten Tourdaten. An steilen Felswänden entlang windet sich der Weg in stattlicher Höhe. Es ist herrlich, hier am Morgen entlang zu wandern. Die Luft duftet im Wechsel nach Thymian, Zitrone und Rosmarin. Man kann sich hier oben alleine nicht vorstellen, wie sich die Massen unten an der Küste durch die kleinen Orte wie Ravello, Braiano und Amalfi schieben. Der Weg wird allmählich schmaler und felsiger und in den kurzen Bergaufstücken kommt man ganz schön ins Schnaufen. Auf luftigen Pfaden und traumhafter Natur geht es immer weiter entlang der Monti Lateri, der Milchberge, wie dieser Abschnitt auch genannt wird. Und jetzt einfach mal die schönsten Bilder der Wanderung. Ja, eine Wahnsinnstour mit viel Gänsehaut und ihr habt es ja bisher gesehen, die Aussichten sind grandios. Hinter mir sieht man schon Positano, unser Ziel. Es geht jetzt nochmal ein ordentlicher Schlenker ins Gebirge hinein und ja, wir sind insgesamt überwältigt. Also es ist wirklich eine Hammerwanderung. Auch der kommende Abschnitt bis vor Nocelle ist zwar nicht sehr anstrengend, aber durch den anspruchsvollen Weg nicht ganz ohne. Je näher wir aber dem Dorf kommen, umso besser wird der Pfad. Dann sind wir in Nocelle angekommen. Nach über 2 Stunden findet man hier die erste Möglichkeit zur Rast und Einkehr. Deswegen solltet ihr immer ausreichend Wasser im Rucksack dabei haben. Fast ohne Übergang kommt man in die Randbereiche von Positano und endlos erscheinende Treppen geleiten uns nach unten. Kann sein, dass jetzt die 1700 Treppen kommen.
An der Küstenstraße, noch vor dem Ortskern von Positano, laufen wir noch bis zur Bar International, von wo unser Bus wieder nach Amalfi abfährt. Wer sich Positano noch nicht angeschaut hat, für den geht es noch einige Höhenmeter nach unten. Und da wir gestern schon hier waren, gibt es noch ein paar Eindrücke dieser tollen Stadt. Von der besagten Bar International aus geht es dann mit dem öffentlichen Bus wieder nach Amalfi. Auch dieses reizvolle Städtchen ist einen Besuch wert. Und da sich an der Amalfiküste rumgesprochen hat, dass ich hier auf Reisen bin, hat der Bürgermeister sogar zu meiner Ankunft die Glocken läuten lassen. Hier aber noch ein paar Impressionen zum Abschluss in Amalfi. Das ist Dolce Vita in Perfektion. Von Amalfi aus geht dann nach dem Umsteigen der öffentliche Bus wieder nach Pomerano, wo wir geparkt haben. Ja, das war unsere Wanderung auf einem der schönsten Wege Italiens. Wenn sie euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da und bestenfalls macht ein Abo. Ich freue mich. Bis zur nächsten Wanderung.